Ja, hallo zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge Kenny Band spielt. Wir bauen diesmal Layouts wieder zusammen. Der zweite Teil. Jeder redet sich jetzt in diesem Teil um 3 Layouts bezüglich Schnaps. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Zuerst möchte ich euch ein Layout vorstellen und zwar einmal mein Layout Nummer 1. Das wäre einmal dieses hier. Das hat 4 Kartoffelfelder, 4 Schnapsbrennereien, Lagerhaus in der Mitte. Und. Und ich würde sagen, wir fangen mal an zu bauen. Und zwar fangen wir an mit dem Modus. Das Feld. Also als erstes geht es dann mit Lagerhaus. Das kommt dann hier hin. Da kommt dann eine Straße. So rum, einmal ganz rum. So rum. Also ist relativ einfach. Es war ein bisschen zu viel. Das ist weg. So. Genau. Schnaps. Hier unten. Hier rein. So. Straße in der Mitte. Gleich dann hier. Dann hier oben. Kartoffelfeld. Dann hier hin. Hier das Kartoffelfeld kommt dahin. Dieses Kartoffelfeld einmal hier hin. Und ein Kartoffelfeld hier hin. Dann kommt hier eine Feuerwehr hin, weil Schnapsbrennereien brennen sehr gerne. Dann geht hier eine Straße raus. Hier eine Straße raus. Hier eine Straße hoch. Hier eine Straße hoch. Da hier kommt dann einmal die Handwerkskammer hin. Kartoffelfelder haben 72 Felder. Das heißt, es geht 3 hoch. Da auch noch 3. Da 3. 3. Nee. Und dann bleibt es jetzt so, bis wir hier 72 haben. Ein Feld. Gleich hier. Wieder 3 Felder. Runter. So, sieht so besser aus. Zack. Dann kommt da hier noch eine Straße hin. Einmal mit Straßen am Randen. Das ist relativ einfach gehalten. Und hier passiert genau das gleiche. Felder in diese Rinne. Dieses Kartoffelfeld und dann gibt es hier nochmal das gleiche. 3 hier runter. So. Und somit ist diese kleine Produktionsstätte für Kartoffeln fertig. Jetzt bauen wir das Ganze nochmal aus. So sieht es dann in klein aus. Das ist die erste Variante. 4 Kartoffelfelder, 4 Schnapsbrennereien, erzeugt 4 Alkohol pro Minute. Und da kann man schon am Anfang eine kleine Siedlung mit machen, treiben. Ja, das war mein erstes Layout. Wem es gefällt. Ja, die Straßenanbindung fehlt natürlich, ist klar. Fällt, wie gesagt, am Anfang gar nicht schlecht. Ihr könnt damit schon ein bisschen was versorgen. So kleine Ausbauinseln. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum zweiten Layout. Reißen dieses einmal ab. Das zweite Layout. Das sieht schon etwas komplizierter aus. Und zwar ist das dieses Layout. Ja, ihr seht, da sind schon etwas mehr. 8 Kartoffelfelder und 8 Schnapsbrennereien. 2 da, 2 da, 2 da, 2 da. 2 Lagerhäuser. Und ich würde sagen, das bauen wir als nächstes.
Wir fangen an wieder mit einem Lagerhaus. Rein. Über dem Lagerhaus kommen 2 Schnapsbrennereien. 2 Stück. Einmal in der Querformat. 2 hoch. Hier unten auch 2. Dann ein Kartoffelfeld kommt hier hin. Als Stückchen versetzt. Und dann kommt die gleiche Straße hin. Das zweite Kartoffelfeld genau das gleiche. Dahin. Dahin. Straße als Verbindung. Wenn wir eine Richtlinie haben. So. Hier das gleiche. Hier bauen wir in der Mitte eine Straße raus. So sieht die dann aus. Und dann fällt sich alles hier in diesem Feld auf. Am besten man fängt mit diesem Kartoffelfeld von unten an. Dann geht hier runter. Füllt man hier alles aus. Dann geht man in diese Richtung, bis man 72 voll hat. Zack. Nächster. Hochbauen. Hier noch einen hin. Einen noch darunter. Das muss 5 hoch. 1, 2, 3, 4. Mal hier. 5 hoch. Zack. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau so. Gleiche hier. Den Schnapsbrenner reinlangen. Felder. Zwei, drei, 5. Und 72. So. Dann gehen wir weiter zur Mitte hin. Und zwar kommt dann hier oben die Feuerwehr hin. Wie ich ja gesagt habe, die brennen sehr gerne. Da kommt die Handwerkskammer hin. Dann habt ihr in der Mitte so komische Felder frei. Da könnt ihr ein Apfelbäumchen hinsetzen, wenn ihr möchtet. Und dann geht die ganze Geschichte auf der anderen Seite auch los. Kartoffelfeld. Einer oben. Zack. Hier das gleiche. Kartoffelfeld auf der gleichen Höhe. Einer unten. Schnapsbrennerei. 1, 2. Straße dazwischen. Eine Straße dazwischen. Entschuldigung. Eine Straße dazwischen. Zack. Das kommt dahin. Das kommt dahin. So, und dann hier weiter. Da kommt jetzt hier noch ein Lagerhaus hin. Dazwischen. Und zwar ganz dicht dran gebaut. So. Wieder alles mit Straßen zu pflastern. Damit alles versorgt ist. So. Und dann geht es dann hier. Kommen wir gleich über hier eine Straße hin. Wieder hier hochbauen. Zack, zack, zack. So. Von dem hier weiter. Von dem als erstes. Ne? Nee, kein Kartoffelbild. So. Wichtig ist halt nur. Hoppala. Ja, die nicht. Was ist los? Schon sagen. 3 hoch. 3 runter. 72. So. Und gleich hier dann. Hier hin. Über dem Schnapsbrennerei lang. Zack. 72. Und dann hier auch 72. Ja. Müssten 72 sein. Zack. So sieht sie dann aus. Nicht irritieren bei den ganzen Geschichten da oben. Hoppla.
Die Straße ein bisschen scheiße gebaut. Hier hin. So. Bauen wir mal aus. Wenn wir die Ecken schön machen. Und mal ausbauen. Schnaps, Kartoffeln. Wie ich gerade gesagt habe, das ist eine Produktion, die ist ausgerichtet für 8 Schnaps pro Minute ohne irgendwelche Module. Ne, Module können wir hier reinsetzen. So sieht sie aus. Ist auch was Schickes. Sieht schön gepflegt aus. Schön eingezäunt. Und man kann problemlos 2 übereinander setzen. Dann habt ihr 16 pro Minute. Und das ist mein zweites Layout. Sieht schick aus, finde ich. Macht was her. Man kann die auch noch drehen. Ihr kennt ja dieses Kopiertool, dann kopiert ihr euch das und dann setzt ihr dann hier noch eine darüber, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr 2. Natürlich überlappen die sich. Ihr könnt dann natürlich aber auch hingehen und könnt sagen, breit passt die nicht, möchte gerne längs haben. Dann sieht das so aus. Passt gut ins Stadtbild. Ne? Jetzt hätten wir 3. 3 mal 8, 24 pro Minute. Und ohne Module. Ist halt mit diesen Handwerkskammern. Die sind zu dicht aneinander. Und das ist Layout Nummer 2. Dann gehen wir mal direkt weiter zum dritten Layout. Aber erstmal muss ich hier abreißen. So, kommen wir jetzt zum dritten Layout. Und zwar ist dieses dritte Layout auch sehr interessant, wie ich finde. Ups. Und zwar sieht dieses Layout dann so aus. Ist klein gehalten. Allerdings ist bei diesem Layout habt ihr die Traktoren dabei. Das heißt, eure Felder erweitern sich von 72 auf, lass mich raten, 107. Mal gleich gucken. Ja. Und sagen, dann bauen wir das Layout mal weiter. Ich werde kurz das Layout rausholen. So, jetzt mal Nachbar. Also, ein Lagerhaus. Lagerhaus geht links und rechts Straßenraum. Dann kommen hier oben die Schnapsgeschichten dran. Und zwar im Hochkantformat, nicht im Querband. Frei. Frei. Hier das gleiche. Eine Straße runter. Und zwar mit den beiden Schnapsbrennereien. Verbinden. Den Traktoren ist natürlich interessant. Müssen wir jetzt natürlich erstmal die Schnapsbrennerei, die Kartoffelfabrik, Kartoffelshow bauen. Ja. Dann gibt ihr dem eine Traktorenfabrik. Die Traktorenfabrik kommt hier hin. Das geht von Hand wesentlich besser. Das hier auch. Du müsst halt immer die Traktoren weiter. Die kommen direkt daneben. Auch aufrüsten. So, Straße runter weiter. Darunter kommen noch ein paar Apfelbäumchen. Und somit erhöhen sie die Kartoffelwälder auf 108. Ja, wir bauen erstmal die ganz normale Geschichte. 3 hoch. 3 in diese Richtung oder ein dahin. Und dann. Sechs, 7. Kartoffelfelder hier runterbauen. Die zusätzlichen können hier oben dann angebaut werden. 108. Das sind schon 108. Guckt ihr das an. Könnt ihr natürlich noch erweitern. Ne? Shift-Taste gedrückt halten. Und dann könnt ihr da das Ding umbauen. So sieht die dann ungefähr aus. Das sind jetzt keine 108. Wir rüsten mal auf. Sagt jetzt natürlich, ich habe kein Lagerhaus. Jetzt kriegt er eins. Kriegt er auch eine. So. Das Ganze könnt ihr dann später auch mit Elektrizität verwenden. Wieder hoch. Wieder runter.
Könnt die Felder natürlich noch ein bisschen überfeldern, ne? Sind jetzt 123 anstatt 108. Will er die nicht? Warum nicht? Und diese Kartoffelfabrik sieht dann so aus, oder beziehungsweise das hier unten hat keine Feuerwehr. Hier oben noch. Das Fließband schneller als sonst? Das hat Fließband. Kartoffelfelder. Eins hier hinsetzen. Eins hier hinsetzen. Und wieder die Ingenieure mit ihren Traktoren. Da ist ausbauen. Kommt hier nämlich der Traktor hin. Der kommt dann daneben. So. Und hier auch. Traktor. Auch hoch. So, Kartoffelfelder. Blub. Mit natürlich die Kartoffelfelder dann später, wenn ihr möchtet, noch mit Apfelbäumen versehen. Mehr Kartoffeln. Gleiche hier. So. Dann bauen wir die Geschichte aus. Warum fehlt hier eins? Weil hier eine Straße zum Lagerhaus fehlt. So. So, das sind mit Traktoren. Ich habe jetzt natürlich keine Traktoren simulieren, weil ich hier so eine... Ja, das ist Crown Falls, die Insel. Sehe ich dabei schick an. Ist im Grunde genommen ein Stückchen größer als das, was ich euch vorhin gezeigt habe im Layout 2. Produziert natürlich am Anfang erstmal 8. Ja? Produziert am Anfang erstmal oder beziehungsweise erstmal 4. Und ihr die dann weiter aufrüstet. Zu einer mit Traktorenfabrik. Dann produziert ihr dann später mit den Traktoren und allem zusammen. Habt ihr einen Output von ungefähr, lasst mich nicht lügen, später ein Output von 8, wenn es doppelt ist, mit Elektrizität plus Traktoren, seid ihr dann bei roundabout 16 oder 24, meine ich. Kann mich jetzt auch irren. Das ist auf jeden Fall für mich Layout Nummer 3. Ihr braucht dafür, um das zu bauen, später, zeige ich euch aber gerne noch, ihr braucht ein Lagerhaus, 4 Kartoffelfelder, 4 Traktoren, Hallen, 4 Schnapsbrennereien. Ihr braucht dafür Konstruktionskosten in Höhe mit den Traktoren 23.544 $, 26 Bretter, 20 Steine, 80 Stahl und 220 Siedler oder beziehungsweise 220 Siedler. Und kosten tut das pro Minute 260 $. Und produzieren tut ihr damit eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die 4 erhöhen sich dann auf. Kann man jetzt ausrechnen. Gibt's ja sogenannte Rechner, wenn man Traktoren dazu packt und so weiter. Auf jeden Fall ist das mein Outfit, beziehungsweise nicht mein Outfit, mein Layout Nummer 3 mit Traktorenhallen und kann man schon ganz gut bauen. Ne? Wenn ihr dann später Crown Falls und die Ingenieure habt, dann sind Traktorenhallen ja wohl nicht mehr das große Problem. Und dann kann man die nutzen. So, welches Layout euch gefällt, das überlasse ich gerne euch. Ich persönlich habe mit dem zweiten Layout viel gute Erfahrung gemacht, weil das so klein gehalten ist, dass man da 2 nebeneinander setzen konnte. Man konnte am Anfang erstmal die ganze Schnaps, ihr wisst ja selber am Anfang, wenn die Bürger kommen, beziehungsweise Arbeiter kommen, die trinken euch den Schnaps vom Kopf weg. Und das hat mir geholfen am Anfang. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Abo, Daumen oder kommentiert das, falls ihr noch bessere Layout-Vorschläge habt. Ich würde mich freuen. Und ich sage dann mal, im dritten Teil gehen wir dann Richtung Brot. Ja, Brot, Windmühlen und Brot bauen. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kenny. Macht's gut.